Heute geht es um eine wunderschöne und rachsüchtige Wassernixe. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Tödlichen. Euer Totengräber befindet sich immer noch auf Burg Vollmerstein. Also nicht wirklich. Ich sitze ja nicht 2 Wochen bei diesem Trauerwetter in einer Ruine hier auf der Bergspitze. Aber thematisch halt. Vor 14 Tagen berichtete ich von dieser Burg und wie sie von Zwergen erbaut und vom Teufel besucht worden sein soll. Für die, die das verpasst haben, setze ich einen Link ans Ende von diesem Video. Heute erzähle ich euch 2 Legenden von einem weiteren Fabelwesen, das hier sein Unwesen treiben soll. Die erste beginnt an einem lauen Herbstabend. Herr Reck von Vollmerstein war auf dem Rückweg von einem Turnier auf der Hohen Sieburg, deren Ruinen sich im heutigen Dortmund befinden. Als er an der Ruhr entlang ritt, vernahm er plötzlich zauberhafte Musik und einen lieblichen Gesang. Er hielt sein Pferd an, um zuzuhören. Plötzlich verstummte die Musik, und aus dem Wasser tauchte eine bildschöne Nixe mit langen, welligen Haaren auf. Der Ritter war der schönen Gestalt sofort verfallen, und er beschloss, sie zu heiraten. Die Nixe war einverstanden, und sie beschlossen einen Pakt. 6 Tage in der Woche sollte Herr Reck im Wasserreich der Nixe leben, auf dem Grund der Ruhr. Und an einem Tag dürfe er an Land, um Freunde und Verwandte zu besuchen. Die Nixe gab dem Ritter ein goldenes Kettchen, das ihn für immer an sie binden sollte. Als der Ritter eines Tages das Wasser verließ, um an einem Turnier teilzunehmen, wurde dieses Kettchen jedoch im Kampf zerrissen. Herr Reck begann sogleich die Nixe zu vergessen. Er gewann das Turnier, und er gewann die Zuneigung einer hübschen Königstochter. Beide beschlossen zu heiraten. Als sie in der Kirche vor dem Traualtar standen, geschah das Grauenhafte. Plötzlich erschien die Nixe in der Kirche, wütend über die Schmach, die der Ritter ihr antat. Sie umklammerte den Ritter mit ihren eiskalten Armen, und er sank auf der Stelle tot zu Boden. Es gibt noch eine weitere Sage über eine Nixe aus der Ruhr. Ob es sich um dieselbe handelt oder ob es eine andere ist leider nicht überliefert. Diesmal geht es um einen Hirten, der auf den Wiesen hier unten an der Ruhr das Vieh der Burgherren von Vollmerstein hütete. Eines Tages begegnete auch er einer Nixe, die aus dem Fluss emporstieg. Und wie auch Herr Reck war der Hirte sofort von der makellosen Schönheit der Nixe so angetan, dass er sofort beschloss, sie in ihr kühles, nasses Reich am Grund der Ruhr zu begleiten. Er soll einige Jahre dort unten bei ihr gelebt haben, als es ihm zu langweilig wurde und er sich nach der Oberfläche sehnte. Daher bat er die Nixe, einen Ausflug an Land machen zu dürfen. Nachdem er ihr versprach, nach einer bestimmten Frist zurück zu sein, begab er sich aufs trockene Land. Dort angekommen, merkte er, wie ihm das sonnige, warme Land doch viel besser gefiel als der nasse, kalte Grund der Ruhr. Er beschloss, nicht wieder zurückzukehren und an Land zu bleiben. Er trat wieder als Hirte in den Dienst derer von Vollmerstein. Eines Tages drohte ihm die Nixe jedoch mit grausiger Rache, würde er nicht wieder in ihr Reich zurückkehren. Trotzdem blieb der Hirte an Land, hielt sich aber sicherheitshalber so fern von der Ruhr und anderen Gewässern, wie es ging. An einem heißen Sommertag jedoch wurde der Hirte sehr durstig. Er traute sich zwar nicht zum Fluss, doch sah er eine kleine Wasserlache, kaum mehr als eine Pfütze. Da er sicher war,
dass dieses bisschen Wasser keine Gefahr darstellte, kniete er sich hin, um davon zu trinken. Plötzlich fühlte er einen festen Druck im Genick. Er hörte das Kichern der Wassernixe, als sein Gesicht immer tiefer in die Lache gedrückt wurde und er in der Pfütze ertrank. Nun wird dich der aufmerksame Zuschauer fragen, woher man weiß, was der Hirte hörte und fühlte, Sekunden bevor er starb. Aber das wird wohl ein Geheimnis der Legendenwelt bleiben. Diese ist mit ihrem Einfallsreichtum auch noch nicht am Ende. Riesen, Feen und verfluchte Tiere sollen sich hier teilweise heute noch herumtreiben. Aber das sind Legenden für einen anderen Tag, meine Freunde. Sollte nun nach diesem Video der ein oder andere junge Mann diesen Ort einmal besuchen wollen, tut euch selbst einen Gefallen und haltet euch besser vom Wasser fern. Man weiß ja nie. Vielen Dank, dass ihr euren alten Totengräber wieder einmal begleitet habt und euch allen eine gute Nacht.